In der sumerischen Mythologie gibt es viele geheimnisvolle und faszinierende Kräfte und Gottheiten, deren Namen und Rollen oft nur fragmentarisch überliefert sind. Stellen wir uns vor, wir befinden uns in einem alten Tempel von Uruk, einer blühenden Stadt in Mesopotamien. Die Wände sind geschmückt mit kunstvollen Reliefs und Keilschrifttexten, die von den religiösen Riten und den mächtigen Gottheiten berichten, die das Leben der Menschen lenken. Unter diesen Göttinnen und Göttern sticht der Name Mametum hervor, ein Begriff, der in den heiligen Schriften und Ritualen immer wieder auftaucht. Mametum, wie es in den sumerischen Texten beschrieben wird, könnte eine Göttin oder eine herausragende weibliche Figur gewesen sein. Die sumerischen Schriftgelehrten und Priester, die diese Texte niederschrieben, verwendeten Mametum in Kontexten, die oft mit Fruchtbarkeit, Natur und wichtigen gesellschaftlichen Rollen verbunden waren. Die Endung Theum deutet dabei auf eine weibliche Rolle hin, was den Namen Mametum zu einem Titel für eine bedeutende Göttin oder eine wichtige Frau macht. In den archäologischen Entdeckungen, die uns heute vorliegen, finden sich Hinweise darauf, dass Mametum in den religiösen Praktiken der Stadt Mari, einer einflussreichen Metropole am oberen Euphrat, verehrt wurde. In den Mari-Texten, die von administrativen Aufzeichnungen bis hin zu Ritualen reichen, wird sie als zentrale Figur erwähnt. Diese Texte berichten von Ritualen, in denen Mametum eine bedeutende Rolle spielte und zeigen, wie wichtig sie für die religiöse Praxis der Zeit war. Während andere mesopotamische Gottheiten wie Enlil oder Marduk klar definierte Persönlichkeiten mit spezifischen Eigenschaften und Geschichten besitzen, könnte sie eher als eine unbestimmte, allumfassende Kraft interpretiert werden, die von den Anunnaki als eine Art ungreifbare, aber essentielle Energie angesehen wurde. Ihre Rolle als Schöpfungskraft könnte jedoch weniger die einer Göttin sein und mehr die einer abstrakten Kraft, die das kosmische Gleichgewicht und die Ordnung etabliert. Auch ihre Funktion als Schicksalskraft könnte darauf hindeuten, dass sie weniger als eine spezifische Göttin, sondern als ein grundlegendes Prinzip des Schicksals gesehen wurde, das das Leben der Menschen beeinflusst. Die Darstellungen von Mametum in der mesopotamischen Kunst und Literatur sind bemerkenswert spärlich und tragen zu dem Bild bei, dass sie möglicherweise eine weniger konkretisierte Rolle innerhalb des pantheonischen Systems einnahm. Diese knappen Belege werfen Licht auf ihre Funktion als abstrakte oder unbestimmte Kraft, die weniger als individuell gestaltete Gottheit als vielmehr als übergreifendes Prinzip in den religiösen Vorstellungen der Mesopotamier fungierte. Der Vergleich von Mametum mit anderen mythologischen Figuren zeigt, dass sie weniger mit spezifischen Göttinnen wie den Moiren oder Maat vergleichbar ist, sondern eher mit Konzepten von kosmischen Kräften oder universellen Prinzipien, die in vielen Kulturen als unsichtbare Kräfte die Welt beeinflussen. Diese Interpretation hebt hervor, dass Mametum als eine Art universeller Energie oder Prinzip angesehen werden könnte, das jenseits individueller Göttlichkeiten steht. Die Vorstellung von Göttlichkeit als eine allumfassende Kraft, die die Weltordnung und das Schicksal lenkt, ohne als individuelle Persönlichkeit gefasst zu sein, unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen den göttlichen Kräften und der menschlichen Existenz, die in den mesopotamischen Ritualen und Texten reflektiert wird. Pazuzu ist eine bedeutende Figur in der Mythologie des alten Mesopotamien. Er wird häufig als Schutzdämon dargestellt, der gegen böse Geister und schädliche Einflüsse schützt. Pazuzu ist ein Dämon, der hauptsächlich in der mesopotamischen Mythologie bekannt ist, insbesondere in der sumerischen und babylonischen Tradition. Die Ursprünge von Pazuzu sind komplex und reichen bis in das 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Er ist ein Mitglied der sogenannten Dämonen der Unterwelt und wurde mit verschiedenen Aspekten der Unterwelt in Verbindung gebracht. Sein Name wird oft als Pazuzu oder Pazuza transliteriert und seine Herkunft wird mit dem Geist des Sturms oder Winddämon assoziiert. Pazuzu wird typischerweise als eine Mischung aus verschiedenen Tieren und menschlichen Elementen dargestellt.
Er hat oft den Körper eines Menschen, aber mit dem Kopf eines Hundes oder eines Löwen, manchmal sogar mit Flügeln und einem Drachen- oder Schlangenschwanz. Diese Darstellung macht ihn zu einem besonders furchterregenden Wesen, was ihn zu einem geeigneten Schutzdämon gegen andere böse Geister macht. Die ikonografische Darstellung von Pazuzu betont seine Fähigkeit, zu fliegen und schnelle Bewegungen auszuführen. Diese Attribute sollen seine Macht und seinen Einfluss verstärken, da er in der Lage ist, schnell zwischen den Ebenen der Welt zu reisen und böse Einflüsse abzuwehren. Obwohl Pazuzu oft als bösartiger Dämon dargestellt wird, hat er auch eine schützende Funktion. In der mesopotamischen Tradition glaubte man, dass Pazuzu durch seine Schrecken und seine Macht andere, noch bösartigere Geister fernhalten konnte. Es gibt zahlreiche Amulette und Talisman-Darstellungen von Pazuzu, die von Menschen getragen oder in Häusern platziert wurden, um Schutz vor Krankheiten, Unheil und anderen schädlichen Einflüssen zu bieten. Die Ambivalenz von Pazuzu ist faszinierend. Er ist sowohl ein Symbol des Schreckens als auch ein Beschützer. Diese Doppelrolle spiegelt sich in den Ritualen wider, bei denen Pazuzu oft durch eine Kombination von Anrufungen und Opfergaben besänftigt werden musste, um seinen Schutz zu sichern. In der antiken Kunst erscheinen Darstellungen von Pazuzu vor allem auf Amuletten, Reliefs und Inschriften. Er wird oft in Szenen gezeigt, die seine Funktion als Schutzdämon betonen, wie in Ritualen oder bei der Abwehr von Feinden. Diese Darstellungen sind nicht nur ein Hinweis auf die Bedeutung von Pazuzu in der religiösen Praxis, sondern auch auf die Faszination und Angst, die er hervorrief. In der modernen Kultur hat Pazuzu durch die Popularisierung von okkulten Themen und Filmen wie Der Exorzist neue Bekanntheit erlangt. In diesem berühmten Horrorfilm wird Pazuzu als der Dämon dargestellt, der den besessenen Charakter beeinflusst, was zu einer gewissen Verwirrung über seine tatsächliche Rolle in der mesopotamischen Mythologie geführt hat. Diese Darstellung trägt oft dazu bei, die ursprüngliche Schutzfunktion von Pazuzu zu übersehen und ihn in den Bereich des rein bösen Übernatürlichen zu verschieben. Seine Darstellung und Rolle in der mesopotamischen Mythologie reflektieren eine tiefe kulturelle und religiöse Bedeutung, die die Verbindung zwischen dem Übernatürlichen und dem Alltäglichen unterstreicht. Durch seine Natur als Beschützer und Schreckensgestalt bleibt Pazuzu eine faszinierende und bedeutende Figur in der Welt der alten Mythologien. Lamashtu, eine zentrale Figur der mesopotamischen Mythologie, ist bekannt für ihre bedrohlichen Eigenschaften und ihre Rolle als böser Dämon. Im Gegensatz zu vielen anderen Dämonen handelte sie aus eigenem Antrieb und nicht auf Anweisung der Götter. Ihre Ursprünge reichen bis ins 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Sie wird eindeutig als Tochter des Himmelsgottes Anu beschrieben, was ihre besondere Stellung und Macht unter den Dämonen unterstreicht. In der mesopotamischen Mythologie ist Lamashtu besonders gefährlich und mit vielfältigen Formen von Unheil verbunden. Lamashtu wird oft als eine Kreatur mit menschlichen und tierischen Merkmalen beschrieben, meist mit dem Kopf eines Löwen oder einer Katze, dem Körper einer schwangeren Frau, langen Krallen und manchmal Flügeln und einem Schlangenschwanz. Diese Darstellungen unterstreichen ihre bedrohliche Natur und ihre Verbindung zu bösartigen Kräften. Bekannt für die Verbreitung von Krankheiten und die Bedrohung von Neugeborenen, wird sie in alten Texten und Amuletten als Gestalt beschrieben, die Fehlgeburten und Säuglingstode verursacht und schwangeren Frauen schadet. Schutzrituale und Amulette wurden verwendet, um sich vor ihr zu schützen. Lamashtu und die biblische Lilith teilen viele Eigenschaften. Insbesondere ihre Bedrohung für Neugeborene und Schwangere. Lilith ist eine Figur der jüdischen Folklore, die in späteren Legenden als Dämon beschrieben wird. Beide Figuren spiegeln ähnliche kulturelle Ängste wider, obwohl sie in unterschiedlichen Traditionen existieren und ihre spezifischen Darstellungen variieren. Die alten Assyrer beschrieben Lamashtu so: Sie ist wütend, sie ist wild, sie ist gefährlich, sie verbreitet Schreckensglanz. Sie ist eine Wölfin, die Tochter des Anu. Ihre Füße sind die des Anzu. Ihre Hände sind unrein. Ihr Gesicht ist das Gesicht eines hungrigen Löwen.
Lamashtu kann mit einem Amulett oder einer Statue, auf dem das Abbild von Pazuzu ist, gebannt werden. Namtar, auch eine bedeutende Figur in der mesopotamischen Mythologie, insbesondere in der babylonischen und sumerischen Tradition. Er wird oft als Gott des Todes und des Schicksals beschrieben, eine Rolle, die ihm eine zentrale Position im pantheistischen Gefüge der alten mesopotamischen Religionen verleiht. Namtar gehört zu den weniger bekannten, aber bedeutenden Gottheiten der mesopotamischen Mythologie. Sein Name wird oft als Namtar oder Namtaru transliteriert und bedeutet in etwa Schicksal oder Bestimmung. Er ist vor allem als Gott des Todes und der Unterwelt bekannt. Namtar wird häufig als der Vollstrecker des Schicksals angesehen, der über die Lebensdauer der Menschen entscheidet und ihre Seelen in die Unterwelt führt. In der mesopotamischen Mythologie ist Namtar eng mit der Göttin Ereshkigal verbunden, der Herrin der Unterwelt. Er spielt eine Schlüsselrolle in den Geschichten, die die Welt der Toten betreffen, und seine Funktionen sind eng mit den Vorstellungen von Leben, Tod und Schicksal verwoben. Namtaru wird manchmal als eine Art Lebensspender oder Wohlwollender in der Unterwelt beschrieben, und in diesem Sinne könnte er eine unterstützende Rolle für Ereshkigal spielen. Namtar wird oft in einem düsteren und eindringlichen Kontext dargestellt, passend zu seiner Rolle als Gott des Todes. In den bildlichen Darstellungen und Texten wird er manchmal mit einem strengen, einschüchternden Ausdruck gezeigt. Seine ikonografische Darstellung kann variieren, aber typischerweise wird er als eine ernste und mächtige Figur beschrieben, die die Autorität über das Leben nach dem Tod besitzt. Manchmal wird Namtar mit Symbolen der Unterwelt und des Todes dargestellt, wie etwa mit einem Zepter oder anderen Zeichen der Macht über das Jenseits. Diese Darstellungen reflektieren seine Funktion als Gott, der das Schicksal der Menschen lenkt und ihre Seelen in die Unterwelt führt. Namtar hat in der mesopotamischen Mythologie eine doppelte Funktion als Gott des Todes und des Schicksals. Seine Rolle als Todesgott ist eng mit den Vorstellungen von der Unterwelt verbunden, in der die Seelen der Verstorbenen verweilen. Er ist der Vollstrecker der göttlichen Ordnung, der die Seelen der Toten aufnimmt und sie in das Reich von Ereshkigal überführt. Namtaru wird oft im Zusammenhang mit Todesritualen und der Pflege der Seelen in der Unterwelt erwähnt. Während Ereshkigal die Hauptgöttin der Unterwelt ist, könnte Namtaru eine unterstützende Rolle bei der Verwaltung der Seelen und der Durchführung von Ritualen spielen, die Ereshkigal gewidmet sind. Die genauen Details der Beziehung können variieren, aber oft ergänzen sich ihre Rollen in der Vorstellung von der Unterwelt. Als Gott des Schicksals ist Namtar auch für die Bestimmung des Lebens und des Todes verantwortlich. Er wird oft als eine Art Schicksalsrichter dargestellt, der über das Leben der Menschen wacht und über ihre Lebensdauer entscheidet. Diese Rolle macht ihn zu einer wichtigen Figur in den religiösen Vorstellungen der mesopotamischen Gesellschaft, die stark an Schicksal und Vorbestimmung glaubte. In den Texten und Ritualen wird Namtar häufig als eine unaufhaltsame Kraft beschrieben, die den natürlichen Verlauf des Lebens und des Todes bestimmt. Er wird manchmal als eine Art Schicksalsgottheit dargestellt, die das Leben der Menschen nach festen Regeln und Vorgaben lenkt, wobei ihre Einhaltung der göttlichen Ordnung gewährleistet ist. Seine Bedeutung in der mesopotamischen Kultur wird durch die Art und Weise, wie seine Figur in Ritualen und religiösen Texten verwendet wird, deutlich. Zum Beispiel gibt es Parallelen zu Figuren wie Hades in der griechischen Mythologie oder Anubis in der ägyptischen Mythologie, die ebenfalls eine zentrale Rolle in der Unterwelt und beim Schicksal der Seelen spielen. Diese Ähnlichkeiten reflektieren universelle menschliche Themen wie den Tod, das Jenseits und das Schicksal, die in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise interpretiert wurden. Seine Funktionen als Vollstrecker des Schicksals und Herr der Unterwelt reflektieren die tief verwurzelten Ängste und Überzeugungen der Menschen dieser Zeit über das Leben nach dem Tod und die göttliche Ordnung. Durch seine Darstellungen in der Kunst und seine Rolle in den religiösen Texten bietet Namtar wertvolle Einblicke in die komplexen Vorstellungen von Tod und Schicksal in der mesopotamischen Kultur.
In der alten mesopotamischen Kultur spielten Geister und Dämonen eine bedeutende Rolle im Verständnis von Tod und Jenseits. Unter diesen Geistern waren die Gidim, auch Giddim genannt, besonders bemerkenswert. Diese ruhelosen Geister der Toten wurden als bösartig angesehen und spiegelten die tief verwurzelten Ängste und Überzeugungen der Mesopotamier wider. Die Gidim galten als Seelen von Verstorbenen, die keinen Frieden finden konnten. Ihre Ruhelosigkeit konnte mehrere Ursachen haben. Menschen, die auf gewaltsame oder unerwartete Weise starben, wurden oft als Gidim zurückgelassen. Ebenso konnten Seelen, die noch unerledigte Angelegenheiten oder unerfüllte Pflichten hatten, keine Ruhe finden. Eine unsachgemäße Beerdigung oder das Fehlen von Begräbnisritualen und Opfergaben konnten ebenfalls dazu führen, dass die Seele nicht in die Unterwelt gelangte. Diese Geister wurden oft als Schatten oder bösartige Wesen beschrieben, die die Lebenden heimsuchten. Sie konnten Krankheiten, Unglück und sogar den Tod bringen. Ihre bösartige Natur wurde häufig mit dem unvollständigen Übergang ins Jenseits und der daraus resultierenden Unzufriedenheit und Wut erklärt. Um sich vor den Gidim zu schützen oder sie zu besänftigen, führten die Mesopotamier verschiedene Rituale und Zeremonien durch. Regelmäßige Opfergaben an die Verstorbenen, wie Lebensmittel und Getränke, waren üblich, um die Geister zu besänftigen und ihnen im Jenseits zu helfen. Priester und Beschwörer führten Rituale durch, um die Gidim zu vertreiben oder zu beruhigen, und sorgfältige Beerdigungspraktiken wurden eingehalten, um sicherzustellen, dass die Seele eines Verstorbenen in die Unterwelt gelangte und nicht als Gidim zurückkehrte. Die Vorstellung von Gidim spiegelte die tief verwurzelten Ängste der Mesopotamier vor dem Tod und dem Jenseits wider. Diese Geister symbolisierten nicht nur die Unsicherheiten und Gefahren des Lebens nach dem Tod, sondern auch die Wichtigkeit der Einhaltung religiöser und sozialer Normen. Die Furcht vor ruhelosen Geistern verstärkte die Bedeutung von Bestattungsritualen und Opfergaben, die als grundlegend für das Wohlergehen sowohl der Lebenden als auch der Toten angesehen wurden. Die Gidim der mesopotamischen Mythologie verkörperten somit die ruhelosen Geister der Toten, deren bösartige Natur die Ängste und Glaubensvorstellungen der alten Mesopotamier widerspiegelte. Diese Geister, die aufgrund von gewaltsamen Toden, ungeklärten Geschäften oder unsachgemäßen Beerdigungen keine Ruhe fanden, spielten eine zentrale Rolle im spirituellen und kulturellen Leben des alten Mesopotamien. In dieser geheimnisvollen Welt spielen auch die Rabisu eine besondere Rolle als schattenhafte Dämonen, die in den dunklen Ecken der Welt lauern. Diese Dämonen sind für ihre heimtückische Natur und ihre Vorliebe für gefährliche Orte bekannt. Der Name Garabisu selbst vermittelt bereits ein Gefühl der Bedrohung und des Unheimlichen, da diese Wesen oft als in den Schatten lauernde, bösartige Entitäten beschrieben werden. Rabisu sind nicht nur Geister oder Dämonen, sondern vielmehr eine konkrete Vorstellung von Gefahr und Unheil, die in den dunklen, unerforschten Bereichen des Alltags lauerten. Sie sind oft mit Orten verbunden, die als besonders gefährlich oder unsicher gelten, wie verlassene Gebäude, dunkle Wälder oder abgelegene Gegenden der Städte. Die Mesopotamier glaubten, dass diese Dämonen ihre Opfer heimlich beobachten und in Momenten der Schwäche oder Verwundbarkeit zuschlagen konnten. Die Vorstellung der Rabisu ist tief in der mesopotamischen Kultur verwurzelt und reflektiert die Ängste und Unsicherheiten der Menschen vor dem Unbekannten. Diese Dämonen wurden oft als Schatten oder dunkle Silhouetten dargestellt, die sich in den dunklen Ecken oder versteckten Bereichen aufhielten, um die Lebenden zu erschrecken oder zu schädigen. Die Vorstellung, dass Rabisu in den Schatten lauern, unterstreicht die Angst vor dem Unsichtbaren und Unbekannten und verstärkt die Vorstellung, dass Gefahr oft dort lauert, wo sie am wenigsten erwartet wird. Um sich vor den Rabisu zu schützen, führten die Menschen verschiedene Rituale und Schutzmaßnahmen durch. Dazu gehörten spezielle Beschwörungen, Amulette und Opfergaben, die darauf abzielten, diese dunklen Wesen abzuwehren oder sie zu besänftigen. In der mesopotamischen Kultur war es üblich, präventive Maßnahmen zu ergreifen,
um die Lebenden vor den potenziellen Gefahren zu schützen, die von diesen schattenhaften Dämonen ausgehen könnten. Zusammenfassend sind die Rabisu ein faszinierendes Beispiel für die Art und Weise, wie die mesopotamische Mythologie Ängste und Bedrohungen personifizierte. Diese schattenhaften Dämonen, die oft in dunklen Ecken und an gefährlichen Orten lauerten, repräsentierten die Unsicherheiten und Gefahren, die die Menschen damals als Teil ihrer alltäglichen Realität empfanden. Die kulturellen Maßnahmen zur Abwehr dieser Dämonen reflektieren das Bemühen, sich gegen die unsichtbaren Kräfte der Dunkelheit zu wappnen. In den tiefen und geheimnisvollen Weiten der mesopotamischen Mythologie gibt es zahlreiche Wesen, die verschiedene Aspekte des übernatürlichen Universums verkörpern. Unter diesen Wesen nimmt Itlurugu eine besondere Stellung ein. Als Dämon, der das Böse personifiziert, symbolisiert Itlurugu eine dunkle und bedrohliche Kraft, die tief in den Ängsten und Glauben der alten Mesopotamier verwurzelt ist. Er wird oft als die Verkörperung des reinen Bösen beschrieben, eine dämonische Entität, die alle negativen und zerstörerischen Eigenschaften in sich vereint. Dieser Dämon steht für Chaos, Unheil und das, was die kosmische Ordnung bedroht. In der mesopotamischen Vorstellung repräsentiert Itlurugu das, was im religiösen und moralischen Sinne als verderblich oder gefährlich angesehen wird. Die Vorstellung von Itlurugu als Personifizierung des Bösen geht über bloße Erscheinung oder Verhalten hinaus, sie umfasst die gesamte Essenz von Bedrohung und Dunkelheit. Itlurugu wird häufig mit Symbolen der Zerstörung und des Chaos in Verbindung gebracht. Diese Verbindungen sind nicht nur metaphorisch, sondern auch praktisch in den Ritualen und Beschwörungen verankert, die darauf abzielen, diese dunklen Mächte abzuwehren oder zu kontrollieren. In den alten Texten und Legenden wird er oft als unheimlicher und beängstigender Dämon beschrieben, dessen Präsenz allein schon Unheil und Schrecken bringt. Die alten Mesopotamier betrachteten ihn als eine ernsthafte Bedrohung, die mit negativen Ereignissen wie Seuchen, Unglück oder Naturkatastrophen in Verbindung gebracht wurde. Diese Vorstellung spiegelte die tiefe Angst vor den unkontrollierbaren und gefährlichen Kräften des Unbekannten wider, die als Bedrohungen für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Menschen galten. Um sich vor dem Bösen, das Itlurugu personifizierte, zu schützen, ergriffen die Mesopotamier verschiedene Maßnahmen. Diese umfassten spezielle Rituale und Beschwörungen, die von Priestern durchgeführt wurden, um den Dämon abzuwenden oder zu besänftigen. Opfergaben und Gebete waren ebenfalls Teil dieser Praktiken, die darauf abzielten, die Mächte des Bösen in Schach zu halten und die kosmische Ordnung zu bewahren. Die kulturelle Bedeutung von Itlurugu liegt nicht nur in seiner Rolle als Dämon, sondern auch in der Art und Weise, wie seine Präsenz die Vorstellung von Gut und Böse, von Ordnung und Chaos in der mesopotamischen Welt formte. Der Dämon stand als Symbol für die ständige Bedrohung durch das Böse, das immer darauf lauert, die Ordnung der Welt zu zerstören. Durch die Verehrung und die rituellen Praktiken, die gegen Itlurugu gerichtet waren, versuchten die Mesopotamier, die Balance zwischen den kosmischen Kräften zu bewahren und sich gegen die dunklen Mächte zu wappnen. Zusammenfassend ist Itlurugu ein komplexes und bedeutsames Wesen in der mesopotamischen Mythologie. Als Personifizierung des Bösen verkörpert dieser Dämon die tiefsten Ängste und die Vorstellung von Chaos und Zerstörung. Die kulturellen und religiösen Praktiken, die sich um Itlurugu ranken, reflektieren das Bemühen der Mesopotamier, sich gegen die dunklen Kräfte zu schützen, die ihre Welt beeinflussen könnten. Latarak ist eine weniger bekannte Gottheit der mesopotamischen Mythologie, die nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten hat wie die großen Götter wie Marduk, Ishtar oder Enlil. Er gilt eher als Dämon oder Unterweltgottheit und spielt eine interessante Rolle im Pantheon der alten Mesopotamier. Wir untersuchen Latarak in Bezug auf seine Herkunft, seine Rolle, seine Darstellung und seine Bedeutung innerhalb der mesopotamischen Mythologie. Latarak wird hauptsächlich in der sumerischen und babylonischen Mythologie erwähnt,
wobei seine genaue Herkunft und Bedeutung in den verfügbaren Quellen nicht vollständig geklärt sind. Wie viele kleinere Gottheiten der mesopotamischen Mythologie ist Latarak möglicherweise eine regionale oder weniger prominente Figur, deren Bedeutung und Funktionen in den verschiedenen Städten und Kulturen der Region variierten. In den überlieferten Texten wird Latarak gelegentlich als Gottheit erwähnt, die mit bestimmten Aspekten des natürlichen oder gesellschaftlichen Lebens verbunden ist. Es gibt jedoch nur wenige detaillierte Informationen über seine spezifischen Funktionen oder Attribute. Die Quellen, die ihn erwähnen, sind oft fragmentarisch und liefern keine umfassenden Beschreibungen seiner Rolle im Pantheon. Da Latarak in den erhaltenen Texten nicht ausführlich beschrieben wird, ist seine genaue Rolle im Pantheon der mesopotamischen Götter nicht vollständig bekannt. Dennoch lassen sich einige Hinweise auf seine Funktionen und Bedeutung ableiten. Latarak hatte insbesondere in Mari, heute Tel Hariri, eine zentrale Rolle. Sein Einfluss konnte durch kulturelle und religiöse Interaktionen auch auf benachbarte Städte und Regionen wie Ebla, Karkemisch sowie möglicherweise Assyrien und Babylon ausgeweitet werden. In den wenigen Texten, die Latarak erwähnen, könnte er mit Aspekten wie Fruchtbarkeit, Natur oder bestimmten gesellschaftlichen Funktionen in Verbindung gebracht werden. Da es jedoch an umfassenden Informationen fehlt, bleiben seine spezifischen Attribute weitgehend spekulativ. Die Stadt Mari, ein wichtiges urbanes Zentrum im oberen Euphratgebiet, hat eine Vielzahl von Texten hinterlassen, die auf die dortige Religion und Gottheiten hinweisen. Die wichtigsten Quellen sind die Mari-Archive. Diese Keilschriftdokumente enthalten administrative, rechtliche und religiöse Texte. Einige dieser Texte erwähnen Latarak in Kontexten, die auf seine Rolle als Gottheit in Mari hinweisen. Beispielsweise gibt es Hinweise darauf, dass Latarak in Tempeln oder Ritualen eine Rolle spielte. Die genaue Natur dieser Rolle ist jedoch nicht immer klar. Einige rituelle Texte aus Mari erwähnen Latarak als Teil der religiösen Praxis. Diese Texte beschreiben Zeremonien und Opfer, die Latarak einbeziehen, was darauf hindeutet, dass er in bestimmten rituellen Kontexten verehrt wurde. Leider sind viele dieser Texte fragmentarisch und bieten keine vollständige Darstellung seiner Rolle. In verschiedenen Götterlisten, die in Mesopotamien verwendet wurden, wird Latarak gelegentlich aufgeführt. Diese Listen geben oft an, welche Gottheiten in einem bestimmten religiösen Kontext verehrt wurden. Latarak erscheint in diesen Listen manchmal in Zusammenhang mit Fruchtbarkeit oder Natur, aber detaillierte Beschreibungen fehlen häufig. Die Darstellung von Latarak in der mesopotamischen Kunst und Literatur ist begrenzt, was zu seiner vergleichsweise unbekannten Stellung beiträgt. Es gibt keine weit verbreiteten bildlichen Darstellungen von Latarak, die seine Erscheinung oder Symbolik veranschaulichen. Die wenigen Hinweise, die über Latarak bekannt sind, beschränken sich oft auf textliche Erwähnungen ohne detaillierte Beschreibungen seiner visuellen Darstellungen. Latarak kann in gewisser Weise mit anderen weniger bekannten oder regionalen Gottheiten aus verschiedenen Mythologien verglichen werden. In vielen alten Kulturen gab es lokale Götter und Göttinnen, deren Bedeutung und Rolle auf bestimmte kulturelle Kontexte beschränkt waren. Diese Gottheiten könnten ähnliche Funktionen oder Attribute gehabt haben, jedoch nicht den gleichen Grad an Verehrung oder Aufmerksamkeit wie die zentralen Götter des Pantheons. Zum Beispiel könnte Latarak mit Figuren wie dem ägyptischen Gott Bes verglichen werden, der in der ägyptischen Mythologie eine wichtige Rolle als Schutzgott und Symbol für das Heim und die Familie spielte, jedoch nicht die gleiche universelle Bedeutung wie Götter wie Ra oder Osiris hatte. Die Bedeutung von Latarak in der mesopotamischen Mythologie liegt in seiner Rolle als Teil des vielfältigen Pantheons der alten Mesopotamier. Auch wenn er weniger bekannt ist und seine spezifische Rolle und Attribute nicht vollständig dokumentiert sind, stellt Latarak ein Beispiel für die Vielzahl und Komplexität der göttlichen Figuren in der mesopotamischen Religion dar. Seine Existenz zeigt, dass die religiösen Vorstellungen der Mesopotamier eine breite Palette von Gottheiten umfassten,
die unterschiedliche Aspekte des Lebens und der Natur repräsentierten. Latarak ist zwar eine weniger bekannte, aber dennoch bedeutende Gottheit der mesopotamischen Mythologie. Obwohl seine spezifischen Funktionen und Darstellungen nicht vollständig dokumentiert sind, bietet seine Existenz wertvolle Einblicke in die Vielfalt der göttlichen Figuren im Pantheon der alten Mesopotamier. Die begrenzten Informationen über Latarak erinnern daran, dass auch kleinere oder regionale Gottheiten wichtige Rollen in den religiösen und kulturellen Kontexten der alten Kulturen spielen können. Die Erforschung solcher Figuren hilft dabei, ein umfassenderes Bild der komplexen religiösen Welt des alten Mesopotamiens zu zeichnen. Kingu ist eine faszinierende und bedeutende Figur in der babylonischen Mythologie. Er ist vor allem bekannt als der Anführer der Truppen von Tiamat, der Urgöttin des Chaos und des Salzwassers. Kingu spielt eine zentrale Rolle im mythologischen Epos der Schöpfung, besonders im Enuma Elish, dem babylonischen Schöpfungsepos. In der babylonischen Mythologie ist Tiamat eine uralte Göttin des Chaos und des Salzwassers, die in einem kosmischen Kampf gegen die jüngeren Götter der Ordnung und des Himmels kämpft. Kingu wird als der Anführer der Armeen von Tiamat beschrieben und spielt eine zentrale Rolle in diesem Kampf. Kingu wird in den babylonischen Schöpfungsmythen, insbesondere im Enuma Elish, als eine Schlüsselgestalt dargestellt. Dieser Text beschreibt den Konflikt zwischen den älteren Chaosgöttern, angeführt von Tiamat, und den jüngeren Göttern des Himmels, angeführt von Marduk, dem höchsten Gott des babylonischen Pantheons. Nach dem Tod von Tiamat im Kampf gegen Marduk wird Kingu gefangen genommen und zu einem entscheidenden Moment in der Schöpfungsgeschichte. In dieser Rolle ist Kingu nicht nur ein Krieger, sondern auch ein bedeutender Akteur in den kosmischen Ereignissen, die zur Ordnung des Universums führen. Nach dem Sieg von Marduk über Tiamat wird Kingu bestraft. Marduk nimmt ihm das Herz heraus und verwendet es, um die Menschheit zu erschaffen. Diese Tat symbolisiert die Zerschlagung der chaotischen Kräfte und die Etablierung der kosmischen Ordnung. Kingus Tod und seine Transformation in die Materie der Schöpfung unterstreichen den endgültigen Triumph der Ordnung über das Chaos. Die Darstellungen von Kingu in der babylonischen Kunst und Literatur sind eher symbolisch und weniger detailliert als die von Tiamat oder Marduk. In der babylonischen Kunst, insbesondere in Siegeln und Reliefs, könnten Symbole verwendet worden sein, um seine Rolle als Krieger und Führer der Chaoskräfte zu kennzeichnen. Er ist eine zentrale Figur in der babylonischen Schöpfungsgeschichte und spielt eine entscheidende Rolle bei der Etablierung der kosmischen Ordnung. Seine Geschichte reflektiert die tiefgreifenden kulturellen und religiösen Überzeugungen der babylonischen Gesellschaft, die den Konflikt zwischen Chaos und Ordnung als grundlegend für das Verständnis des Universums ansah. Die Transformation von Kingu in die menschliche Materie durch Marduk symbolisiert die endgültige Überwindung des Chaos und die Schaffung einer Weltordnung, die den Menschen als Teil des göttlichen Plans einordnet. Dieser Mythos unterstreicht die Bedeutung des kosmischen Kampfes und die Rolle der Götter als Schöpfer und Bewahrer der Ordnung. Seine Darstellung als Krieger und seine Transformation nach dem Sieg von Marduk reflektieren zentrale Themen der babylonischen Religion und Kultur, einschließlich des Konflikts zwischen Chaos und Ordnung. Nun möchte ich euch einen Boten der Unterwelt in der mesopotamischen Mythologie vorstellen. Kaka, obwohl weniger bekannt, ist die Bedeutung dieser Unterweltgottheit in der mesopotamischen Mythologie nicht zu unterschätzen. Als Bote der Unterwelt erfüllt er eine wesentliche Funktion in den religiösen Vorstellungen der alten Mesopotamier. Lasst uns einen Überblick gewinnen, indem wir seine Herkunft, seine Rolle, seine Darstellung in der Kunst sowie seine Bedeutung innerhalb der mesopotamischen Mythologie und Kultur genauer beleuchten. Er wird als Gottheit in sumerischen und babylonischen Texten erwähnt und ist bekannt für ihre Rolle als Überbringer von Nachrichten und Befehlen zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Diese Funktion macht ihn zu einer zentralen Figur im religiösen Kontext der Unterwelt und des Jenseits.
In der mesopotamischen Mythologie sind die Götter der Unterwelt eng mit Vorstellungen von Tod, Schicksal und dem Leben nach dem Tod verbunden. Der Bote sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen diesen Welten reibungslos verläuft, was für die Aufrechterhaltung des kosmischen Gleichgewichts unerlässlich ist. Eine besonders hervorzuhebende Episode beschreibt, wie der Himmelsgott Anu ein Festmahl im Himmel plant und diesen Boten entsendet, um Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt, darüber zu informieren. Diese Aufgabe unterstreicht die zentrale Rolle des Boten in der Kommunikation zwischen den verschiedenen göttlichen Ebenen. Der Mythos, in dem Anu ein Festmahl im Himmel plant und der Bote zur Göttin Ereshkigal geschickt wird, ist Teil der mesopotamischen Literatur und Mythologie, insbesondere der sumerischen und babylonischen Traditionen. Er ist in den königlichen Lobliedern und den Nergal- und Ereshkigal-Erzählungen dokumentiert. Solche Botschaften sind nicht nur formal, sondern auch symbolisch wichtig, da sie die Beziehung zwischen den Göttern der Oberwelt und der Unterwelt verdeutlichen. Seine Darstellung in der mesopotamischen Kunst und Literatur ist begrenzt. Es gibt nur wenige Hinweise auf visuelle Darstellungen, die sich oft auf textliche Erwähnungen beschränken. Er könnte mit Symbolen der Unterwelt oder der Kommunikation, wie Flügeln oder einem Botenstab dargestellt werden. Diese Symbole unterstreichen seine Rolle als Überbringer von Botschaften und seine Verbindung zur Unterwelt. Es ist möglich, dass Darstellungen von Künstlern der Zeit eher abstrakt und weniger konkret ausgeführt wurden. Die Rolle als Bote der Unterwelt hat Parallelen zu ähnlichen Figuren in anderen Mythologien. In der griechischen Mythologie gibt es beispielsweise Hermes, der als Götterbote sowohl in der Welt der Lebenden als auch im Jenseits agiert. In der ägyptischen Mythologie übernimmt Anubis als Gott der Toten und Führer der Seelen vergleichbare Aufgaben. Diese Ähnlichkeiten zeigen, dass die Funktion eines göttlichen Boten zwischen den Welten ein verbreitetes Motiv in vielen Kulturen ist. Solche Figuren sind entscheidend für das Verständnis der kosmischen Ordnung und die Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen den verschiedenen Ebenen des Universums. Die Rolle als Vermittler zwischen den Welten verdeutlicht die universelle menschliche Vorstellung von einem Übergang zwischen Leben und Tod und die Notwendigkeit einer Kommunikation zwischen den Welten. Die Bedeutung liegt in der Rolle als Bindeglied zwischen der Welt der Lebenden und der Unterwelt. Seine Funktion als Überbringer von Nachrichten und Anweisungen unterstreicht die Bedeutung der kosmischen Ordnung und die Verbindung zwischen Leben und Tod in den religiösen Vorstellungen der Mesopotamier. Obwohl weniger bekannt als einige andere Gottheiten der mesopotamischen Mythologie, bietet seine Rolle als Bote der Unterwelt wertvolle Einblicke in die komplexe Struktur der religiösen und mythologischen Welt der alten Mesopotamier. Das war unsere Reise durch die etwas düstere Welt der sumerischen Kräfte und Dämonen. Ich hoffe, ihr habt einen faszinierenden Einblick in diese geheimnisvolle und komplexe Mythologie gewonnen. Die Sumerer, mit ihrem tiefen Verständnis von übernatürlichen Mächten und ihrer einzigartigen Sicht auf das Böse und das Jenseits, bieten uns auch heute noch spannende Perspektiven und Erkenntnisse. Danke für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wenn euch dieser Einblick gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, und wie immer bin ich neugierig auf eure Gedanken und Meinungen zu diesem Thema. Gibt es spezielle Aspekte oder Figuren, über die ihr mehr erfahren möchtet? Lasst es mich wissen, ich freue mich auf eure Rückmeldungen und den Austausch darüber, wie diese faszinierenden Mythen und Legenden auch in der heutigen Zeit auf uns wirken. Bis zum nächsten Mal.